Vielen Dank, dass du dir wieder Zeit nimmst. Mir hatte jemand ein paar Fragen geschickt zu Arat Atasata, dem Buch. Und die haben gesagt, ich werde dich fragen. Und ich hatte da schon eine Idee, was die Antwort ist, aber ich wollte dich da lieber fragen, weil das immer wieder aufkommt. Und zwar fragt er, Sekunde, unterschiedlichen. Er hat es halt auf Englisch, daher muss ich da jetzt kurz gucken. So gibt also, ich lese es kurz vor, 397. Satz. So gibt also die Schöpfung dem Neugeist keinerlei Wissen und Können mit, außer dem Wissen um die Gesetze und die Gebote. Denn wie vermöchte sich die Schöpfung selbst zu vervollkommnen, wenn sie sich selbst in dem Wissen und Können ergehen würde, das ihr bereits eigen ist. Und die Frage war dann, heißt das, dass eine Schöpfungslebensenergieform, die das erste Mal geboren wird, ist klar, dass da weiß gar nichts. Nein, das ist genau gleich wie beim Mensch, wenn er muss lernen, er weiß gar nichts. Er muss vorne anfangen. Ja, und da war dann die Frage, wenn jetzt diese Schöpfungslebensenergieform ein zweites, ein drittes, viertes und so weiter Leben lebt. Ja, dann nimmt sie alles mit, was im vorigen Leben gelernt worden ist. Das wird ja, wenn der Mensch stirbt, dann geht die Energieform zurück in die Ebene von der Schöpfung, von der Energieform, von der Energieschöpfung, von der Energieebene und tut dort alles verarbeiten. Und wenn eine neue Persönlichkeit erwacht daraus oder belebt wird daraus, dann ist das Wissen, was sie im Leben voran gelernt hat, auch vorhanden in dieser neuen Persönlichkeit. Nur ist das eben unbewusst. Unbewusst, ja, gut. Ja. Und das hängt dann davon ab, von dem eigenen Streben, inwiefern das wieder darauf mal zugreifen kann. Genau. Das ist mit dem zusammen, wo der Mensch neuerdings lernt, also Persönlichkeit neuerdings lernt. Und das, was unbewusst zusammen harmonieren tut mit dem Neuen, das kommt unbewusst frei und hilft, das wieder weiter zu schaffen, weiter zu aufbauen, was gelernt wird. Das ist also genau gleich, wie wenn du ein Glas Wasser hast. Du leerst es in einen anderen Kübel rein. Nachher tust du neues Wasser dazu einfüllen im neuen Behälter. In dem Wasser, das bereits existiert. Ja, gut. Ja. Und es variiert, also manche waren vielleicht, zum Beispiel Mozart war ein großer Komponist. Mhm. Und dann ist Felix Mendelssohn noch erschienen. Mhm. Ja, das heisst nicht, dass die andere Persönlichkeit, die existieren tut, wieder das Gleiche gemacht tut. Dann, es ist ja wieder eine neue Persönlichkeit und die hat wieder in einer anderen Umgebung zu leben und lernt wieder anders. Eventuell auch Musik dazu oder das und dieses und jenes, was es dann eben gibt. Ja, das ist dann eben auch eben von dem eigenen Streben abhängig. Ja. Und Interessen etc. Und ja, dann auch wo von die der Persönlichkeit entwickelt im Leben. Ja, und Umgebung natürlich. Ja. Ist es so, dass man sich unbewusst auch gewisse Ziele setzt für sein Leben? Oder? Das tut der Mensch. Das tut der Mensch. Das tut der Mensch.
dass man sich Ziele Das setzt. macht jede Persönlichkeit. Unbewusste Ziele setzen. Und die kommen eines Tages führen, Ja, wenn es lang genug geht. Und er, die Persönlichkeit darauf hingewiesen wird, durch irgendwelche Umstände. Dann wird das ergriffen. ja, Das ist etwa das Gleiche, wenn du gehst spazieren im Wald. Du hast vielleicht die Idee, dass du etwas siehst, ein See siehst, oder ein Hase oder ein Hirsch oder was es dann ist. Und das erscheint plötzlich und dann greifst du zu mit deinen Gedanken. Du tust sofort umkehren auf deine Gedankenwelt, auf das, was vorne war, aufs Neue also. zum Beispiel, dass man sich sagt, ich sollte mehr darüber lernen, über Tiere Ja, zum und Beispiel. Pflanzen. Ja, oder einfach Beobachtung, dass das Tier oder was es dann ist, genauer beobachten und lernst daraus raus. Mhm. Ja, du sagtest mir mal, dass man alles durch Beobachtung im Grunde selbst herausfinden könnte. Richtig. Du tust deine eigenen Impulse, wo vorhanden sind, wo du eigentlich gar nicht so merkst oder überhaupt nicht merkst, plötzlich aufgreifen. Durch irgendetwas greifst du zu und dann hat's es und dann denkst du dem nach und lernst. Ja, aber das eben, was eben zum Beispiel die Schöpfungsenergielehre angeht, dass unser Leben zu kurz, also ohne die sind unsere Leben zu kurz, als dass man da Du kannst nur immer ein Stück, genau wie wenn du in die Schule gehst, kannst nur irgendetwas lernen und nachher ist es wieder zu Ende. Dann musst du dich wieder etwas Neuem zuwenden. ja, Wenn du dort gelernt hast, wird ein Punkt gemacht dort, oder? Und dann hast du wieder Interesse für irgendetwas anderes, wo du wieder lernst. Und das geht wieder zu einem gewissen Punkt. Und dann hört es wieder auf und dann fängst du wieder etwas Neues an. Es ist möglich, dass es genau das Gleiche ist, oder? Aber du machst das stufenweise. ja. Nicht im Riemen nacheinander. Ja, wie wir da schon drüber sprachen, dass es wie eine Treppe ist, die Richtig. spirituelle Entwicklung. Genau. Man erreicht ein Plateau, auf dem man eine Zeit lang Genau. bleibt einfach. Man kann nicht eine Stufe nach der nächsten nehmen. Ja. Genau wie in der Schule passiert genau das Gleiche, wenn du eine Schule machen tust. Es geht bis zu einem gewissen Punkt, dann fängt wieder etwas Neues an, dann machst du das wieder und dann hört das wieder auf, fängst wieder etwas Neues an. Ja. Zum Beispiel das Rechnen geht bis daher. Die nächste Stufe ist schon wieder ein bisschen höher, die nächste Stufe schon wieder ein bisschen höher und so weiter und so fort. Ja. Du kannst also nicht ununterbrochen am gleichen lernen. Dann wirst du verblöden. Ja, es ist effektiv so. Der Mensch wird verblöden, wenn er das macht, immer am gleichen rumnochsen. Dann fängt er an, sich hinter Sinnen. Oder? Sich hinter Sinne, das verstehen, glaube ich, viele nicht. Ja, hinter Sinnen ist das, wenn der Mensch an etwas umachern tut, in Gedanken etwas umachern tut, dann tut er sich hinter Sinnen. Er sucht immer die Lösung und findet sie nie. Ja. Und das nennt man hinter Sinnen. Weil einem Das ist also der Sinn. Ich muss das anders erklären, als du das vielleicht verstehst. Ein Mensch, der etwas macht, der tut dem nachsinnen, der tut dem nachdenken, tut dem nachstudieren. Und wenn er keine Lösung findet, dann achert er immer im Gleichen um. Er tut also das, was er eigentlich angefangen hat,
Sinnen, Denken, oder? Findet er keine Lösung, fängt immer wieder vorne an, fängt immer wieder vorne an, fängt immer wieder vorne an und findet nie eine Lösung. Und dem sagt man Hintersinnen. Ah, okay. So wie im Kreis laufen im Ja, Grunde. genau. Dass man immer wieder am Anfang Ja. und dann wieder. Dem sagt man Hintersinnen. Okay. Ja, und dadurch eben diese, in Anführungsstrichen, Universalgenies, wie sie manchmal genannt werden, Leonardo da Vinci oder so, dieser waren ja in vielen Bereichen gebildet. Eben. Ne? Und das ermöglicht einem eine differenzierte... Erst durch das wird es möglich, richtig zu denken. Weil das kommt, das kommt, das kommt. Du kannst an dem umdenken, an dem umdenken, an dem umdenken und dann kannst du eine Lösung finden. Du findest da wieder einen Punkt, dort wieder einen Punkt, dort wieder einen Punkt. Dann tust du dich nicht hintersinnen. Du tust nicht immer am Gleichen rumnachern. Es kommen immer wieder neue Punkte, wo du daran tust denken, wo du daran tust studieren, wo du daran tust sinnen. Ja, du hast einfach mehr Perspektiven. Ja, Das, richtig. also der Mensch, wenn du nur Mathematik, dann kannst du den Menschen schlecht beschreiben. Aber wenn Ja. du halt noch Psychologie und Chemie und so Ja. und Biologie studierst, Mhm. dann kannst du den Mensch viel besser verstehen. Ja. Als Ja, Organismus. wenn du einen Menschen anschaust, der immer das Gleiche denkt, der verblödet. Ja, Effektiv, er verblödet wirklich. Er kann nicht mehr links, er kann nicht mehr rechts denken, er kann nicht oben, er kann nicht hinten, er kann nicht für, er bleibt am Gleichen hocken. ja. Was wir Spezialisten nennen. so Fachidioten halt. Ne? Ja, ein Fachidiot, der hat eigentlich ein bestimmtes Thema, wo er dann umochset und immer weitergeht. Ein Fachidiot, der hat immer das gleiche Fach, wo seine Hauptsache ist, wo er denken tut. Aber nebenzu hat er gleich noch anders. Sonst würde er überschnappen, sonst würde er als Fachidiot verblöden. Ja. Oder? Ja, für mich ist es so, wenn etwas immer spezialisierter wird oder nachher nur noch so ein paar Leute auf der Welt sich da auskennen sozusagen. Die Leute wissen dann alles von nichts, aber es ist irgendwie... Zum Beispiel der glauben tut. Der gläubige Mensch, der kennt nichts anderes als sein blöden, idiotischen Glauben. Der kann nicht weiterdenken. Ja, das ist ein Gefängnis. Ja, genau. Das ist ein Gefängnis. Ja. Wenn du denen sagst, sieh das doch mal aus der Perspektive, Ja. dann Ja, das kann er nicht. können die dann nicht mehr. Nein, das geht nicht. Ein gläubiger Mensch kann das nicht. Ja, Der kann nicht plötzlich an dem umdenken, was du ihm sagst, es gibt keinen lieben Gott oder weiss der Teufel was, oder schau mal die Natur an, wie sie wirklich ist, tatsächlich ist und so weiter und so fort. Oder? ja, Entweder tut er sich wirklich mit dem Thema eingehend befassen, oder? Wirklich eingehend befassen, oder? Nebst dem Glauben, oder? Und sonst funktioniert's nicht. ja. Und dafür bedarf es halt gewöhnlich irgendein Schicksalsschlag oder Genau. irgendein Ja, Erlebnis, Ja. was einen dann Genau. sozusagen genau. aus dieser Trägheit heraus Ja, manövriert. ja. Da ist gleich was. Es kann eine Blume sein, es kann ein Vogel sein, es kann ein Baum sein, es kann ein Windhauch sein oder sonst irgendetwas, wo der Effekt auslöst. Ja. Ja. Ja, aber es ist, glaube ich, sehr häufig, dass es irgendein Erlebnis, was mit dem eigenen Denken überhaupt nicht übereinstimmt. genau. Und dann, Genau. wie kann das sein, dass man Ja. dann anfängt, Ja.
Ja. etwas kritisch zu sehen. Ja. Ja. Zum Beispiel, wenn du eine Frau auf deinem Fuß auf die Nase haust. Musst du mal schauen, die Wirkung, die das hat. Ja, das hast du bei Gingy hast du das gemacht, ne? Ja, aber der war halt davor durchzudrehen. Ja. Ne? Das war, Ja. um sozusagen über den Schmerz sozusagen ihn wieder Ja. Auf beigebracht. Ja. mit beiden Füßen auf den Boden Ja, sozusagen genau. zu kommen. Genau. Ja. Aber allgemein würde ich das nicht empfehlen. Nein, es ist ja keine Empfehlung. Es ist einfach eine Reaktion, die notwendig ist. Oder? Du machst ja also etwas nicht alltäglich. Du machst das aus einer bestimmten Reaktion, weil du siehst, es ist notwendig. Ja, aber ich würde sagen, da bedarf es einer gewissen Weisheit, um das zu erkennen. Ja, natürlich. Und die haben nur sehr wenige. Also in der meisten Weisheit, wenn du von Weisheit redest. oder Wissen. Ja. Einfach Wissen, das zu erkennen, Ja. dass der das jetzt braucht. Ja. Aber in den allermeisten Fällen würde das, glaube ich, schief Fehlschlag. Ja, fehlschlagen und sehr daneben gehen. Ne? Mhm. Die Antwort könnte böse sein. Gut. Sekunde. Nächste Frage war, oder ich lese den Satz erst dazu vor. Das ist der 450. bis 52. Satz im Ahat Atasata. Der Geist verlässt nach seiner Zeit den materiellen Leib und tritt hinüber in die rein geistige Existenz. Ja, das ist der Schöpfungslebensenergieform. Ja. Das, was da heisst, das Geist. habe ich ja erklärt durch den Artikel, den ich da geschrieben habe, Erklärung. Warum dass man langsam das muss ändern. Ja, das in deinem letzten Der richtige Begriff. Ja. Und rein geistige Existenz ist im Grunde eine rein energetische Existenz. Ja. Gut, also der Geist tritt über in die rein energetische, oder die Lebensschöpfungsenergieform tritt in die rein energetische Existenz über. Richtig. Der Erdenmensch sagt dazu, dass der Leib stirbt und dem Tode verfällt, während der Geist oder die Schöpfungslebensenergieform in seine jenseitige Ebene eintritt. Als reine Geistform führt der Geist seine Existenz im jenseitigen Bereiche alles Materiellen weiter. Und dann war die Frage dazu, ob es eine andere Ebene der Existenz für den Geist gibt, wo er unabhängig von der individuellen Entität existiert. Nein. Es gibt nur die Energieform, wo der Mensch beleben tut. Und nachher ist die Energieform in der Ebene, wo die Energie existiert, wo alles aufgearbeitet wird. Und außerdem gibt es keine andere Energieebene, wo die Energie irgendwo anders könnte wirken oder existieren, oder mit dem wollte ich sagen. Ja, es ist einfach, sie ist entweder in einem Körper oder sie ist nicht in einem Richtig. Körper. Das ist eigentlich Richtig. alles. Oder sie ist eben in der Schöpfungsenergieebene. Und die ist ja auch vielfach ist die teilt, je nachdem, was für eine Schöpfungslebensenergie es da ist. Es ist nicht die gleiche, die bei den Tieren ist. Es ist nicht das Gleiche, was bei dem ist, beim Mensch ist oder bei irgendetwas anderem oder bei einer Pflanze oder bei einem Baum oder was es ist. Es ist alles schön separiert. Es kann kein wie soll ich sagen, Durcheinander geben. Das ist unmöglich. Ja, und das ist geordnet nach Evolutionsstand. Genau. Also wenn eine Katze stirbt oder ein Hund, Ja. dann Dann hat da eine spezielle Ebene für Katzen, eine spezielle Ebene für
der Hund, speziell für Elefant oder was es eben sein ist. Ja. Es ist genau so geordnet, wie der Mensch das ordnen tut. Wenn du irgendwelche Sachen ordnen tust, dann weißt du genau, das tue ich daher, das tue ich daher, das gehört daher und so weiter und so fort. Dann dort kannst du es wieder holen. Und von dort kommt es auch wieder. Außer bei dir hier manchmal. Ja, Aber das ist einfach, dass Dinge verschwinden. Das ist einfach, kann man nicht erklären. ja, das kannst du. Das Aber das ist kannst du eine nicht Geschichte. kannst du erklären, dass es verschwinden tut. Ja. Aber wieso, dass es verschwinden tut, woher dass es verschwinden tut, Ja. das ist halt das Rätsel. Ja. Das ist wirklich ein Rätsel. Ja. Das ist so verrückt, aber Weißt du, alles selber kannst du gleich nicht wissen. Nein. Auch wenn du viel weisst, ja. weisst du nichts. Ja. Ja. Also das wird einem, je mehr man weiß, desto bewusster wird einem Ja. das, finde ich. Das, Ja. Je Je man mehr lernt, dass du weisst, weisst du, dass du überhaupt das- nicht weisst. Ja, genau. Gut. Ja. Da hatte ich noch eine Frage zu und zwar die Schöpfungslebensenergieform. Das, was wir Individualität nennen, ist ja immer an die Persönlichkeit. Das und den ist Körper. eine Sache von der Persönlichkeit. Das ist nicht von der Energieform. Die Energieform ist absolut neutral. Ja. Oder? Wie jede Energie, sie hat einfach eine Kraft, genau wie elektrischer Strom. Oder? Das ist, du kannst den brauchen für das, für dieses und für jenes. Oder? Aber mehr kannst du eigentlich nicht haben von der Energie als das, was sie freigibt, und das ist Kraft. Und die Energieform, wo Leben entwickeln, wo der Mensch kann leben davon, dass er überhaupt lebt, das ist nichts anderes als energetische Kraft. Ja. Die, Und die kannst du nicht differenzieren von irgendetwas anderem. ja, so wie Strom Strom ist und Strom ist Strom. das ist nicht weiter und- Energie ist Energie. Ja. Ja. Oder? Und es gibt einfach verschiedene Arten von Energie. Eine hohe Energie, eine niedrige Energie, eine mittlere Energie und so weiter und so fort. Oder? Du fängst vielleicht von 1 Ampere an bis auf 100 Ampere oder weiss ich was, oder? Ja. Ja. Und die Lebensenergie, wo der Mensch hat, der ist einfach auf den Mensch abgestimmt, oder? Er hat jeder genau gleich Stärke von Energie. Genau wie jedes Tier, ob es eine Katze ist oder ein Hund oder ein Vogel oder was es immer ist. Oder? Das ist auf dasjenige abgestimmt, wo das dann hat, wo die Energie dann hat. Ja. Du kannst also nicht eine Energie haben, die höher ist als meine. Oder ich kann eine Energie haben, die höher ist als deine. Ja, die ist bei allen gleich. Die ist bei allen genau gleich. Ja. Es Ja. ist, Das Einzige da macht der Unterschied, das Bewusstsein, was du in dein Bewusstsein hineinbiegst oder nicht hineinbiegst. ja. Das ist der einzige Unterschied, den der Mensch hat. Ja. Und das ist dieser Lernprozess, Ja. eben Ja. möglichst viel Richtig. das nutzen zu können, Ja. zu lernen. Ob du lernst oder nicht lernst, Ja. das hängt von dem ab. Das heisst also, ob du etwas weisst oder nicht weisst. Das kannst du definieren.
du weisst mehr als ich oder ich weiss mehr als du und so weiter und so fort. Das hat aber nichts mit der Schöpfungslebensenergie zu tun. Die ist genau gleich stark in dir, wie sie in mir, genau wie sie im anderen Menschen ist. Ja. Ja. Und wie vital das der Mensch dann ist, das ist wieder seine Sache. Das hat nichts mit der Lebensenergie zu tun. Das hat mit dem zu tun, wie er sich benäht tut, wie er sich fühlt, wie er sich vorwärts bringt und so weiter und so fort, wie er lebt. Oder? Ja. Jetzt hat es in einem Kontaktbericht war das, oder in einem Buch, ja, Kontaktbericht, wo, ich weiß nicht, wer es war, von den Plejaren, glaube ich, sagte, dass das war das Beispiel von Netanyahu, oder du sagtest es sogar, wenn der sein Leben so weiterführt wie bisher, dann wird er im nächsten Leben kein gutes Leben haben und schon mit 54 Jahren sterben. Das ist aber... Das kommt aber auf sein Leben drauf an, Genau. wie er das Leben führt. Ja, das hängt davon ab, wie er jetzt sein Leben weiterführt Richtig. und wie er sein nächstes Richtig. Leben führt. Richtig. Aber wenn er es so wie Das jetzt... hat nichts mit der Lebensenergie zu tun. Ja, Das hat mit seiner Energie zu tun, wo er schaffen tut als Mensch, sein Verhalten, sein Benehmen und so weiter und so fort. Ja. Und ja, man kann das nur anhand dessen, was war, beurteilen. Das kann sich jederzeit ändern und dann Richtig. wird es sich komplett ändern. Ja. Alles. Ja. Ja. Aber du kannst genau, wenn du jetzt den Mensch nimmst, du kannst sagen, wenn er weiterfährt in dem Benehmen, in dem Tun, in dem Verhalten und so weiter, dann wird der Teufel losgehen. Ja. Oder? Es wird ihm schlecht gehen oder es wird ihm gut gehen. Je nachdem, wie er sich benimmt, wie der Mensch sich formen tut und so weiter und so fort. Was er lernen tut und was er nicht lernen tut. Oder? Ja. 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 Gut. Ja, da kommt dann schnell wieder dieses gläubige Denken rein, so von, das ist Strafe und so weiter. Aber das gibt's gar nicht. Das gibt's nur beim Mensch, bis im Ja. Denken und bis im Handeln und Verhalten. Ja, weil das Leben, was so wie er es führt, eben nicht nach den Gesetzen und Geboten der Schöpfung ist. So Ja. wie man das dem Man sagt Schöpfungs- und Gebot von der Schöpfung. Aber die Schöpfung hat kein Gesetz, ja, ist eigentlich kein Gebot. schöpferische Ordnung, wie du sagst. Es ist einfach eine schöpferische Ordnung da, Ja, oder? Und die sagt, machst du es gut, dann geht's gut, machst du es schlecht, dann geht's schlecht. ja, Das ist ja so simpel einfach. Es ist nicht, wie der Mensch denken tut. Eine Strafe oder ein Gesetz oder ein Gebot, eine Regel, eine Verordnung und so weiter und so fort. Das kennt die Schöpfung nicht. Sie kennt nur das Positive und das Negative, die Schöpfung. Je nachdem, wie positiv du bist, dementsprechend positiv wird alles, was du denkst, was du machst, was du fühlst und so weiter. Ist es negativ, dann kommt es auch wieder darauf an, wie negativ du machst. ja, Es ist nur das Verhalten. Wie Ja. du dich im negativen oder positiven Verhalten tust. Und, Ja. das braucht weder Gesetz noch eine Verordnung noch sonst irgendetwas. Das braucht das Denken. ja. Ja. Und sich darum zu bemühen, diese Ordnung zu erkennen. Richtig. Und sie auch Und dann- einzuhalten. Und dann einzuhalten. Ja. Letzte Frage, die mir gestellt wurde, ich lese einfach weiter vor. Genau, im jenseitigen Bereich, dort verarbeitet er alle Erkenntnisse und so weiter,
die er im materiellen Leben des Körpers eingesammelt hat. Er wertet sie aus und sammelt in sich die Resultate als Wissen und Können, als Weisheit, Wahrheit und Liebe und so weiter. Genau wie der Mensch das im Leben macht. Genau gleich. Nur da passiert es durchs Denken. Dort passiert es durch das, dass es einfach, wie soll ich sagen, ja, gemacht wird. Oder die Energie verschaffen tut in sich. Verstehst du, was ich meine? Die Energie tut nicht denken. Die Energie tut einfach machen, was sie ihr zugehauen wird. Das verschafft sie zu dem, was sie als Kraft wieder leistet. Oder? Je nachdem, wie du die Energie, ob sie schwach ist, stark ist, mittel ist oder sonst irgendwie, dem tut sie speichern, wo man sagt, es wird praktisch verarbeitet und auf dieser Seite kommt es wieder raus. Als das, was es dann wirklich soll sein. Energie, wenn du dir anschauen oder wenn du dir vorstellen, Energie muss aufgebaut werden durch irgendetwas. Die ist nicht einfach gegeben. Die muss aufgebaut werden durch irgendetwas. Auch die elektrische Energie muss aufgebaut werden durch irgendetwas. Ob du ein Rädchen drehst und Energie erzeugen tust, oder durch Wasser, durch ein Wasserrad oder Wind, durch einen Propeller, irgendetwas, muss Energie zuerst geschaffen werden, oder? Muss gleichgerichtet werden. Und das macht ja die Energie von mir selber. Sie tut sich verschaffen. Sie tut das erzeugen, was sie schlussendlich braucht, oder? Wo sie zum Beispiel Licht macht oder ein Radio laufen lässt oder ein Bildschirm und so weiter und so fort. Ohne das geht's nicht. Ja, könnte man das als eine Art energetische Verarbeitung? Ja, das ist ein positiv und negativ. das ist einfach ein energetischer Prozess, Ja. oder? Und es wird dann im Grunde geordnet wieder Richtig. von Verordnung, positive Erfahrung oder positiv Genau. gemacht, Ja, negativ. ja. So, und So einfach ist es nämlich, aber man muss es nur verstehen, man muss sich das durch den Kopf durchgehen lassen und versuchen einmal richtig zu denken und sich das vorstellen, wie wir das machen als Menschen. Und durchs Vorstellen kommen wir ja drauf, wie es kann sein oder wie es wirklich ist. ja, und da ist kein jüngstes Gericht Nein. oder dass die Schöpfung urteilt über Nein, alles, sondern nein. die Schöpfung Die Schöpfung lernt. tut überhaupt nicht urteilen. Ja. Sie lernt Das ab- macht nur der Mensch. Ja. Aber das sitzt so tief in uns drin, dieses Urteil. Ja. Alles, was wir Angst sehen. gehen suchen, wo der Vater liegt. Bei den Religionen. Ja. Die redet davon von Gut und Böse. Das gibt es nicht. Das ist eine reine Sache vom Mensch, Gut und Böse. Das ist die Schöpfung nicht. Die Schöpfung kennt das nicht. Ja. So verrückt das klingt, aber für der religiöse Mensch, der glaubt das. Der macht sich ja keine Gedanken um das, was wirklich ist, was die Wahrheit ist. Ja, auch. Das zieht sich auch so durch die Medien, so die Neutralität geht komplett verloren. Ja, Also genau. nicht nur von der Schweiz, weltweit. Ja, das ist Dass weltweit. Leute noch neutral denken können. Das ist Das geht. weltweit. Ja. Geht immer mehr Das ist verloren. genau wie wenn du, der Mensch geht zum Nächsten her
Und ja, das ist ein schlechter Sieg. Oder ja, der ist gut. Oder schaut aber nicht, was der Mensch wirklich ist. Er tut einfach ein Urteil fällen. Das macht die Schöpfung nicht, dass sie ein Urteil fällt. Sie gibt zum Beispiel einen Samen und lässt den einfach wachsen. Und dann sieht man, was daraus kommt. Vielleicht wird es eine Blume, vielleicht wird es ein Kraut oder ein Busch oder ein Baum. Ja. Das kann man ja nicht zum Voraus beurteilen, ausser man kennt den Samen, der tut das und das tut der zum Wachsen bringen, oder? Ja. Und sonst bleibt man einfach neutral. Gegenüber jedem Mensch bleibt man neutral. Man tut ihn nicht beurteilen oder verurteilen. Ja. Man kann sagen, er ist ein blöder Sieg. Er benimmt sich tatsächlich blöd, oder? Dann kann man sagen, er ist ein blöder Sieg, oder? Ja. Oder? Weil man sieht, dass er sich wirklich blöd benimmt. Oder? Aber wie willst du von einem Menschen sagen, wie der in Wirklichkeit ist, ohne dass du siehst, was er macht, ohne dass du hörst, was er sagen tut, wie er reden tut und so weiter und so fort. Dann musst du dich doch neutral verhalten, dass du den anderen Menschen kennenlernst. Oder? Und wenn du das nicht machst, dann kannst du den anderen Menschen nie kennenlernen. Wenn du nicht neutral dahinter gehst und neutral hörst, neutral beobachtest und so weiter und so fort, dann kannst du nie den anderen beurteilen. Und da geht es auch wieder darum, ein Positiv oder ein Negativ. Ist jetzt der Mensch negativ eingestellt oder positiv? Das erfährst du erst durch das, dass du ihn kennenlernst. Wer er wirklich ist, was er ist, wie er denkt, wie er sich verhält und so weiter und so fort. Und erst dann kannst du sagen, nach dem, was du siehst, was du feststellst, der Mensch ist so und so. Oder? Aber auch das ist begrenzt, weil Das ist begrenzt. jeder Das Mensch ist, kann sich von einer Sekunde Ja. zur anderen vollkommen anders auf einmal ja, das entscheiden. natürlich. Und dann fragen sich immer, ist das gewollt oder nicht gewollt? Ist das notwendig oder ist das nicht notwendig? Je nachdem. Ja. Weil du mir mal sagtest, Wenn es notwendig ist, musst du können umeinander brüllen, wo gar nicht eigentlich dem entspricht, was du bist, sondern weil es muss sein, brüllst du zum Beispiel umeinander. Weil es notwendig ist, ja, aus irgendeinem Grund. weil du erkennst, dass die Person sich halt falsch verhält. Oder? Ja, dass sie irgendetwas begreift oder irgendetwas richtig macht und so weiter und so fort. Oder dass sie über etwas nachdenken tut oder was es dann eben genau gleich, was es ist. Es gibt tausenderlei Sachen, wo es notwendig sein kann, dass du umeinander brüllst. Obwohl eigentlich das gar nicht dein Metier ist, wo du dich aufregen tust oder sonst irgendetwas. Sondern einfach brüllst, weil es muss brüllt sein. Oder? Weil es notwendig ist. Ja, notwendig, wenn die Person Ja. sich falsch verhält. Ja, Oder oder zum Beispiel, du brüllst einen an, dass er verschreckt und stillsteht, statt dass er sich umbringt. Ja, ja. Oder? Dass er vor lauter Schreck aufhört, sich
will eine Kugel in den Kopf jagen oder sonst irgendetwas oder ins Wasser gumpen und sich ersäufen oder sonst irgendetwas. Ja. Weil es einfach notwendig ist, dass du brüllst. Ja. Und der Mensch ist auf das ausgelegt, dass wenn irgendetwas ist, dass eben ein Gebrüll ist, oder? Ja, da steckt ja auch dann mehr Energie drin. Ja, natürlich. Also. Natürlich, das ist dann nicht so, wie wenn ein Mensch wütig ist und aus Wut brüllt. Das ist etwas ganz anderes, oder? Ja. Das Oder ist dann, unkontrolliert. ja, dann ist er unkontrolliert. Ja. Und sonst ist Gebrüll eben aus einer Kontrolle heraus, weil es notwendig ist. Ja. Aber auch da ist halt wieder. Das ist aber so weitläufig. Das können aber wenig Leute. Ja. Die meisten können sich ja nicht mal kontrollieren. Ja, das ist es. Ihre Wut oder so. Ja. Ne, dass sie da wütend werden über Sachen, wo sie neutral bleiben sollen. Schau mal, du kannst nur so viel wissen, du kannst einfach Kontrolle mal verlieren über dich. Oder? Ja. Ja, das ist auch möglich. Das ist auch möglich. Ne, dass jeder mal die Kontrolle Richtig. über sich verliert. Kannst noch so viel wissen, kannst noch dich zusammenreißen und alles zusammen. Und irgendetwas kann mal passieren, wo es einfach zu viel wird, wo der Mensch Kontrolle verliert über sich. Ja. Oder? Ja. Das passiert jedem Mensch. Er kann noch so gut sein, noch so wissend sein. Es passiert. Ja. Und es gibt todsicher auf dieser Welt kein Mensch, der so ist, dass er niemals ausflippt. Irgend auf eine Art und Weise mal ausflippt. Ja. Vielleicht durch Gebrüll oder weiss ich was oder Nerven verliert oder weiss ich was. Da gibt es sicher keinen Mensch auf dieser Welt. Na, zumal mit dieser unglaublichen Überbevölkerung. Nein. Wir hocken so aufeinander. Ja. Auch wir hier im Haus ist schon Überbevölkerung im Grunde. Ja. Ne? Ja, logisch. Ne? Wenn man bedenkt, wie viel hier wohne. Ja. Und das ist Ja, wir schau haben noch mal, viel aber Platz im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Ja, schau mal an einen anderen Ort, wo so viel zusammenhocken, wie bei uns zusammenhocken. Die haben Alltagsstreit. Ja. Alltagsstreit. Ja. Wenn so Großfamilien in einem kleinen Haus leben, Musst froh sind sein, immer Reibungen. Du musst froh sein, dass es nur eine Giftlerei ist, oder? Ja, ja, Oder? ja, Aber an anderen Orten haben sie dauernd Streit. ja. Da giftelt es einfach hauptsächlich der Jakobus und Bernadette. Ja. Das sind Giftswerke. Ja, und Madeleine spielt auch manchmal gerne. Ja, genau. Ja, aber, das waren diese Zurückfrage, ja. Vielen Dank. Ja, so, da weiß ich jetzt nicht, ob wir darüber reden können, aber es kommt immer wieder, ja, im Jahre 3999 ist die Mission vorbei, endet die Mission und Ja. dass dann gewisse Leute halt so, das ist so fast gläubig schon wieder, so, da landen sie dann und jetzt Schau mal. du darfst einsteigen. Die 3999 Jahre. Das ist ganz einfach zu erklären dadurch, dass die Lehre 3999 Jahre auf dieser Welt gelehrt wird, so wie sie den Okodemion entworfen und weitergegeben hat. Und was dann passieren tut, das wissen wir noch nicht.
Es heisst, es geht ein Teil geht dann retour. Und man hat das einfach so gesagt, man geht dann zu den Plejaren oder weiss ich was. Aber retour gehen heisst einfach, man ist so weit entwickelt, dass man von der Bildfläche verschwindet. Dass man nicht mehr als Persönlichkeit auf die Welt kommt. Auf der Erde. Ja. Ja. Aber eben irgendwo anders. Irgendwo anders, aber nicht mehr da. Ja, Nicht mehr auf der Erde. ja. Und das ist nicht, dass da sozusagen eine große Abholaktion Nein. per UFO oder Strahlschiff, Nein. sondern das läuft. Nein. Aber irgendwie hast du das den Menschen müssen einfach sagen, irgendwie etwas plausibel machen. Aber das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Weißt du, da wird so viel zwischendrin gemogelt, in diesem und jenem, was du sagen tust. Oder das wird verdreht und ja, es ist unglaublich. Ja. So wie die physische Komponente nicht mehr da ist, fällt es den Leuten schwer, Genau. das zu verstehen. Dass Genau. das eben, Und das kannst du denen nicht erklären. Die schnappen das, die begreifen das nicht. ja, Die denken einfach nicht so weit. Du musst denken, wir leben in einer Welt, wo Religionen sind. Wir sind nicht auf den Plejaren oben, wo es keine Religionen mehr gibt. Wir haben da unzählige Religionen. Und Menschen, auch wenn sie jetzt nicht an Religionen denken, da innen ist die genau gleich vorhanden. Tief innen ist sie immer noch vorhanden. ja, wir sprachen ja darüber, dass ja unbewusst das Wissen, Ja, eben aber auch dieses Unwissen ja, von Leben Das- zu Leben mitgetragen wird. ja, Diese Dogmas im Grunde. Ja. ja. Das hockt halt tief innen. Das ist in der Schöpfungslebensenergie ist das Wissen oder Unwissen oder mit dem, was ich sagen, ist halt enthalten, oder? Bis einmal der Punkt kommt, wo es dann endgültig daraus geschaffen wird. Ja, Das ist genau gleich, wie wenn du ein Glas Wasser hast. Oder? Du lernst so viel, wo ein bisschen Farbe in dem Wasser drin ist, oder? Du musst so viel Wasser drin leeren, bis der letzte winzige Tropfen von dieser Farbe weg draussen ist. Da überläuft dir das Gefäß noch und nöcher mit neuem Wasser, man muss reinleeren, bis der letzte Rest von dieser Farbe draussen ist. ja, Und dann ist das Wasser sauber. ja. Ja, und das bedarf einer riesen Menge Wasser. Ja. Und eben unglaublich viel Zeit. Das braucht eine riesige Menge von Wissen. Ja, bevor das sozusagen dann Ja. nicht mehr greifen könnte. Genau. sozusagen. Dieses Unwissen. Ja. Ja. Weil das ist immer wieder auch Leute in der FIGO oder die das dann, müssen jetzt gar nicht unbedingt FIGO-Mitglied sein oder so, aber die eigentlich das erkennen, das, was du schreibst, ist richtig. Mhm. Trotzdem, Trotzdem ist es noch Kippen in sie den dann. Menschen rein. ja, Und das muss rausgeschaffen werden. Mühsam, mühselig rausgeschaffen werden. Und das wird nicht in einem Leben geschaffen. ja, denn ich merke auch Da hat an mir jeder- selbst, dass eben, ich war halt im tibetischen Buddhismus und wenn man zusammen praktiziert, Ja. mit Vajra und Glocke und so weiter, Ja, genau. Dieses Rituelle, Das hockt den Menschen rein. das verbindet sehr stark. Ja. Ja. Das verbindet Und sehr bis stark. das einmal rausgeschaffen wird, das langt nicht in einem Leben. Ja, Auch wenn der Mensch nicht mehr daran glauben tut. ja, Es hockt in ihm rein. ja,
genau, das, was ich immer wieder auch merke. So, Ja. dass das, Und das stichelt immer wieder. ja, ja. Ja. Und es ist halt auch eben, wir sind eben Sozialwesen, Herdentiere sozusagen, Ja. dass man da ja eine Aktivität zusammen Ja. ausgeführt hat. Ja. Und das wirkt Das- stärker als Ja, allein. das siehst du am besten bei den Tieren oder sonstigen Lebensformen. Hauptsächlich bei den Vögeln. Wo Millionen Vögel da Figuren drehen am Himmel und da die unmöglichsten Figuren entstehen und so weiter und so fort. Da siehst du, was in diesen Vögeln alles zusammen wirken tut, wo die Einheit gibt, wo alle zusammen das Gleiche machen. Ja, Und das machen auch die Menschen, wo irgendeinen Glauben haben oder einmal einen Glauben gehabt haben und davon weggekommen sind. Obwohl sie davon weggekommen sind, es bohrt und bohrt und bohrt weiter. Und es bohrt in jeder Persönlichkeit, die neu auf die Welt kommt, so lang, bis es wirklich weggeschaffen ist. ja, gerade bei Vögeln, Und wenn so ein das- großer Schwarm Ja. die Richtung ändert, Ja. da wissen sie oft immer noch nicht, wie das so Genau. schlagartig funktioniert. Dass das im Ja. Bruchteil einer Sekunde ändern sie alle die Richtung. Und das ist das, es ist wie soll ich sagen, es ist in der Schöpfungsenergie ist das enthalten und bis das einmal rausgeschaffen ist, das braucht manche Persönlichkeit. Ja, Das ist nicht Ja, mit einer, ja, ja. einer alleine da, Ja. dass die wegkommt von der Religion. Die nächste kann wieder bereicht werden, kann wieder etwas kommen, wo sie wieder zugreift und wieder religiös wird und so weiter und so. ja, Und bis das einmal geschaffen ist, das geht Zeiten. Lange Zeit. ja. Ja, gut. Ich glaube, das soll es Ja. gewesen sein. Vielen Dank. Ich merke allerdings, dass ich da mehr Kontrolle drüber habe. Also, dass diese Kraft, dass ich es erstmal schneller erkenne Ja. und mir auch zugestehe, dass das Ja, ist. wenn man sich beschäftigen tut damit, Michael, das ist ganz logisch mit allem und jedem. Auch wenn du eine Arbeit machst, du wirst immer versierter auf die Arbeit. Du kannst sie immer besser angehen, kannst sie immer besser erledigen und so weiter und so fort. Das ist auch mit dem Gefühl, das ist auch mit inneren Sachen, die von innen her bohren. Das ist genau gleich. Ja, Du hast für alles und jedes in dieser Beziehung, hast du im materiellen Leben hast du immer ein Gleichnis. Du kannst immer ein Gleichnis herziehen. ja, genau, wie eine Arbeit, die man immer wieder ausführt. Ja. Aber wichtig, sich das eben einzugestehen, dass das Ja, bohrt. eben. Ne? Das ist ein springender Punkt. Ja. Am Anfang war ich dann, sagte ich so, das darfst du nicht denken oder so, du Du darfst nicht, das Versuch- darf ich nicht denken, ja, sondern machen wir es. Das Denken nützt dir nichts. ja, Es nützt nur etwas, wenn du es tatsächlich machst. Du kannst dir sagen, morgen mache ich das und das. Es nützt dir nichts, wenn du es nicht machen tust. ja. Ja, ich Das ist mit den Gedanken, mit den Gefühlen, mit allem zusammen ist genau das Gleiche. ja, dadurch, dass ich das eingestehe, dass das ist, dass ich das eben so empfinde Ja. oder fühle, das schwächt schon ab. Und dann eben, dass ich mir sage, ja, okay, stell dir vor, du gehst da jetzt wieder hin, ja, dann diese Aktivität, der Tanz oder die Meditation oder was auch immer, wäre vielleicht schön wieder, aber
du bist dann halt auch mit den Leuten wieder zusammen, die Ja, dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinsebene haben. Ja, genau. Und auf die willst du dich dann nicht wieder herablassen. Ja. Weil Das, was selber sie würden gar nicht verstehen, was ich sage. Das, was selber erkennst, ist notwendig. Es heißt ja von Alters her, Selbsterkenntnis ist der beste Weg der Besserung. Ja, ja. Ja, das ist Und tatsächlich so. dann verflacht diese Energie sofort, ne, dass ich dann, da will's nicht wieder hin. Ja. Sondern der Weg jetzt sieht einfach anders aus. Ja. So. Das ist halt so, oder? Und wir sind alles zusammen Menschen. Nur Menschen. Ja. So viel, als wir wissen, wir sind immer, ob wir wollen oder nicht, Menschen. Ja, so die Unfehlbarkeit des Papstes und solche Sachen. Das ist ein gibt Witz. es nicht. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ja. Kein Mensch ist unfehlbar. Ja. Das gibt es einfach nicht. Aus Sicht der Schöpfung würde eine Geburt gar keinen Sinn machen, weil wenn Nein. die Person unfehlbar ist, was gibt's dann noch zu lernen? Ja, was gibt's? Ja, genau. Gibt's ja gar nichts mehr zu lernen. Ja. Also es ist aus schöpfungsenergetischer Sicht ist das ein das blöder Witz. ja. Ja, aber auch wieder, was sich dann diese Religiösen ausgedacht haben, um sich über die Menschen zu stellen, um Ja. sie zu kontrollieren. Es geht nur um das. Ja. Es geht immer nur um Macht ausüben. Sämtliche von diesen Kuttelsäcken, die da umeinander laufen und das Kreuzchen schwingen oder weiss ich was. Es geht nur um über die anderen stehen. Ja. Mehr wollen gelten, als die anderen sind. Ja, ich habe jetzt dein Buch, ein offenes Wort, nicht komplett gelesen, aber stellenweise. Und ja, da sollten wir auch mal drüber sprechen. Das sollte ich mal. Ja. Das ist gut. Okay, ich danke dir. Langsam Müssen wir wir.